Lektion 1: Das perfekte Handtuch. Hast du die Handtücher für unsere Reise eingepackt? Ja, habe ich. Ich habe die leichten mitgebracht. Ausgezeichnete Wahl. Die trocknen so schnell. Tatsächlich sind sie viel besser als die schweren. Da stimme ich zu. Sie brauchen ewig zum Trocknen. Außerdem nehmen sie in der Tasche nicht viel Platz ein. Genau. Platz ist beim Packen unerlässlich. Und wir brauchen ja auch noch Platz für Snacks, nicht wahr? Absolut. Snacks sind für einen Strandtag unerlässlich. Welche Snacks hast du eingepackt? Ich habe etwas Obst und belegte Brote mitgebracht. Perfekt. Aber denk daran, sie kühl zu lagern. Ich habe Kühlerkurs in die Kühlbox gepackt. Gute Idee. Hast du die Sonnencreme überprüft? Ja, ich habe es hier. Großartig. Das dürfen wir nicht vergessen. Sonnencreme und Handtücher. Das A und O für einen Strandurlaub. Ich bin bereit für Sonne und Spaß. Vergessen wir nicht unsere Hüte. Ja, Hüte sind unerlässlich, um unsere Köpfe zu schützen. Wir werden die stillvollsten Leute am Strand sein. Lektion 2: Die ideale Gartenmischung. Ich glaube, ich möchte eine Mischung aus Blumen, Kräutern und vielleicht etwas Gemüse. Das klingt herrlich. Welche Blumen haben Sie im Sinn? Ich denke an Sonnenblumen und Ringelblumen. Die werden dem Garten so viel Glanz verleihen. Ja, das werden sie. Und sie ziehen auch Bienen an. Bienen sind für die Bestäubung unerlässlich. Welche Kräuter bevorzugen Sie? Ich liebe Basilikum und Minze. Sie sind so vielseitig in der Küche. Besuch. Frische Kräuter machen einen deutlichen Unterschied. Da stimme ich zu. Und wie sieht es mit Gemüse aus? Haben Sie Vorschläge? Wie wäre es mit Tomaten und Paprika? Die machen Spaß beim Anbau. Das sind hervorragende Beispiele. Sie sind außerdem sehr beliebt. Ja, und sie können in vielen Gerichten verwendet werden. Ich kann mir schon einen köstlichen Salat vorstellen. Das klingt erfrischend für den Sommer. Ich brauche eine gute Gießkanne für all diese Pflanzen. Besuch. Richtiges Gießen ist für das Wachstum entscheidend. Sollten wir auch Gartengeräte in Betracht ziehen? Ja, eine Kelle und Handschuhe wären toll. Ich möchte mir die Hände nicht zu schmutzig machen. Gärtnern kann zwar eine schmutzige Angelegenheit sein, aber es ist lohnend. Ich freue mich sehr darauf, mit diesem Gartenprojekt zu beginnen. Joch, es wird ein wunderschöner Ort zum Genießen sein. Lasst uns die besten Pflanzen aussuchen und loslegen. Lektion 3: Geschäftsvorbereitung. Ich habe die Branchenstandards für unsere Geschäftsidee recherchiert. Das ist ja toll. Was hast du denn herausgefunden? Ja, ich habe meine Hausaufgaben zu den durchschnittlichen Gewinnmargen gemacht. Das ist wichtig. Wie sehen die Gewinnspannen aus?
Sie variieren, aber die meisten Unternehmen streben etwa 20% an. Das klingt vernünftig. Sind Ihnen irgendwelche gemeinsamen Herausforderungen begegnet? Ja, viele Startups haben mit Marketing und Sichtbarkeit zu kämpfen. Das steht. Wie wollen wir uns von der Masse abheben? Wir brauchen eine starke Online-Präsenz und ein unverwechselbares Branding. Ich stimme vollkommen zu. Soziale Medien können sehr effektiv sein. Absolut. Es ist kostenlos und erreicht ein großes Publikum. Und wie sieht es mit Kundenfeedback aus? Haben Sie das recherchiert? Ja, Kundenfeedback ist für Verbesserungen unerlässlich. Ich finde die Idee gut, Umfragen zur Meinungsbildung einzusetzen. Das wird uns helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen. Und unsere Konkurrenten, haben Sie diese analysiert? Ja, das Verständnis der Wettbewerber ist für die Strategie von entscheidender Bedeutung. Was haben Sie über sie erfahren? Sie legen oft Wert auf Qualität und Kundenservice. Das sind Schlüsselelemente für den Erfolg. In der Tat, diese müssen wir in unserem Geschäftsplan priorisieren. Ich fühle mich nach all diesen Gesprächen viel selbstsicherer. Ich auch. Wir sind auf dem richtigen Weg zum Erfolg. Lektion 4: Vorteile für die Fitness. Es war eigentlich ganz gut, regelmäßig ins Fitnessstudio zu gehen. Das ist ja wunderbar. Welche Veränderungen haben Sie bemerkt? Ich fühle mich den ganzen Tag über energiegeladener und konzentrierter. Das ist ein fantastischer Vorteil. Sport hilft wirklich. Ja, und ich habe auch ein paar Kilo abgenommen. Das ist eine großartige Leistung. Wie bleibst du motiviert? Ich setze mir jede Woche kleine Ziele. Das ist eine clevere Strategie. Welche Ziele haben Sie sich gesetzt? Ich habe mir vorgenommen, die Gewichte beim Gewichtheben schrittweise zu steigern. Das ist ehrgeizig. Ich bewundere Ihre Entschlossenheit. Danke. Und du? Wie sieht dein Fitnessprogramm aus? Ich habe in letzter Zeit Gruppenkurse ausprobiert. Das klingt toll. Welche Kurse hast du denn schon ausprobiert? Ich habe an einem Zumba-Kurs teilgenommen und war total begeistert. Zumba ist ein richtig schwungvolles Workout. Hat dir die Musik gefallen? Ja, die Musik hat mich mit Energie versorgt. Musik macht beim Training einen großen Unterschied. Psuf. Dadurch vergeht die Zeit wie im Flug. Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, Yoga auszuprobieren? Ja, habe ich. Es scheint eine tolle Möglichkeit zu sein, sich zu entspannen. Das stimmt absolut. Ich finde, es hilft auch bei der Flexibilität. Ich muss an meiner Flexibilität arbeiten. Sie würden von Yoga und den Übungen gleichermaßen profitieren. Das werde ich in meine Routine aufnehmen. Gemeinsam können wir uns weiterhin gegenseitig ermutigen. Lektion 5: Das Problem der Korruption. Es ist alarmierend, wie viele Beamte in letzter Zeit bestochen wurden. Ich stimme vollkommen zu. Es untergräbt das Vertrauen in unsere Systeme.
Ein weiteres Beispiel ist die Freilassung von Kriminellen aufgrund von Bestechungsgeldern. Das ist wirklich beunruhigend. Es gefährdet die öffentliche Sicherheit. Ja, auch unschuldige Menschen können unter korrupten Handlungen leiden. Dadurch entsteht ein Kreislauf aus Verbrechen und Straflosigkeit. Genau. Wie können wir dieses Problem effektiv angehen? Transparenz ist entscheidend. Wir brauchen offene Diskussionen darüber. Ich glaube, dass strenge Gesetze und Strafen ebenfalls unerlässlich sind. Hilf. Die Bestrafung von Korruption kann andere abschrecken. Welche Rolle spielen die Medien in dieser Situation? Die Medien können Korruption aufdecken und die Öffentlichkeit informieren. Das ist entscheidend. Bewusstsein kann zu Handeln führen. Und die Bürger müssen die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen. Ja, wir sollten uns alle am demokratischen Prozess beteiligen. Bürgerliches Engagement ist für eine gesunde Gesellschaft unerlässlich. Es liegt in unserer Verantwortung, uns für Veränderungen einzusetzen. Ich stimme zu. Wir können Organisationen unterstützen, die gegen Korruption kämpfen. Gemeinsam können wir in unseren Gemeinden etwas bewirken. Lasst uns diese wichtigen Themen weiter diskutieren. Absolut. Gespräche wie dieses können andere inspirieren. Lektion 6: Die Effekteplanung. Ich freue mich schon sehr auf die Reise. Hoffentlich verläuft die Buchung reibungslos. Hilf. Ein guter Start ist unerlässlich. Lassen Sie uns jedes Detail noch einmal überprüfen. Ja, lassen Sie uns zunächst die Flugzeiten überprüfen. Sie müssen exakt übereinstimmen. Das, ich habe gehört, dass es eine ziemlich unangenehme Erfahrung ist, einen Flug zu verpassen. Das ist es ganz bestimmt. Und wie sieht es mit unseren Hotelreservierungen aus? Wir sollten auch den Ort und die Checkenzeiten bestätigen. Ich glaube, es ist ratsam, sicherzustellen, dass wir genügend Zeit haben, uns einzuleben. Ja, und müssen wir einen Flughafentransfer organisieren. Guter Punkt. Ich würde es hassen, am Flughafen festzusitzen. Einverstanden. Lassen Sie uns nun unsere Transportmöglichkeiten prüfen. Sollten wir prüfen, ob das Hotel einen Shuttle-Service anbietet? Das wäre effizient. Ich vermeide es lieber, mit Taxis zu tun zu haben. Ich auch. Sie können manchmal ziemlich unberechenbar sein. Und wie sieht es mit Essen aus? Gibt es Restaurants in der Nähe unseres Hotels? Ah, das schaue ich mal nach. Wir müssen unbedingt die lokale Küche probieren. Da eine Reise wird durch gute kulinarische Erlebnisse immer bereichert. Und wir sollten die Rezensionen lesen, um unangenehme Überraschungen zu vermeiden. Ausgezeichnete Idee. Ein bisschen Recherche kann viel bewirken, nicht wahr? Auf jeden Fall. Und wie sieht es mit Aktivitäten aus? Haben wir schon Tickets? Wir müssen sicherstellen, dass sie im Voraus gebucht werden, um Enttäuschungen zu vermeiden. Gute Idee. Ich möchte die Hauptereignisse nicht verpassen. Lasst uns außerdem unsere Reiseroute bestätigen. Einen Plan zu haben, ist beruhigend. Genau.
Ich fühle mich viel besser, wenn ich organisiert bin. Tja, das macht die Vorfreude noch schöner. Nun lasst uns alles abschließen und sicherstellen, dass alle Details perfekt sind. Lektion 7. Lokale Einblicke. Ich muss sagen, dieser Markt ist lebendig. Ich bin froh, dass wir hierher gekommen sind. Tja, die Atmosphäre ist fantastisch. Es ist herrlich, das lokale Leben kennenzulernen. Sollten wir den Empfehlungen der Einheimischen in Bezug auf Lebensmittel vertrauen? Suf, Sie kennen die besten Restaurants. Stimmt. Ich erinnere mich noch, als wir letzte Woche dieses versteckte Juwel ausprobiert haben. Tja, das Essen war unglaublich und die Preise waren angemessen. Ich frage mich allerdings, ob wir lernen sollten, besser zu kommunizieren. In der Tat, ein paar lokale Redewendungen zu kennen, kann sehr hilfreich sein. Würdest du es wieder tun, wenn wir uns verirren würden? Auf jeden Fall. Das wäre schon ein Abenteuer für sich. Sich zu verirren kann zu unerwarteten Entdeckungen führen. Ja, manchmal entstehen die schönsten Erinnerungen durch Überraschungen. Erinnerst du dich an den Tag, an dem wir durch die Straßen gewandert sind? Wie konnte ich das nur vergessen? Wir sind zufällig auf diesen wunderschönen Park gestoßen. Und die Straßenmusiker? Sie haben dem Ganzen so viel Charme verliehen. Tja, Musik hat die Kraft, Menschen zu verbinden, nicht wahr? Ja, das tut es. Ich finde, es bereichert unsere Erlebnisse. Wie wäre es, wenn Sie einige lokale Spezialitäten probieren? Ich freue mich darauf, Neues auszuprobieren. Ich vertraue den Empfehlungen der Einheimischen. Gute Idee. Ihre Favoriten sind in der Regel einen Versuch wert. Lasst uns diesmal daran denken, Notizen zu machen. Tja, ein Reisetagebuch hilft dabei, jedes Detail festzuhalten. Das hätte ich schon früher tun sollen. Ich vergesse so viel. Keine Sorge, jede Reise ist eine Chance, sich zu verbessern. Wie man so schön sagt, Übung macht den Meister. In der Tat, sollen wir einen Verkäufer nach seinem Lieblingsgericht fragen. Ja, zögern wir nicht, mit den Einheimischen in Kontakt zu treten. Auf gute Vorbereitung und die Freude an neuen Erfahrungen. Dem kann ich nur zustimmen. Lasst uns unseren Tag genießen. Lektion 8. Lokale Spezialitäten. Dem kann ich nur voll und ganz zustimmen. Dieses Essen ist einfach köstlich. Ich genieße dieses Essen auch sehr. Jeder Bissen ist ein neues Erlebnis. Ich bin froh, dass wir uns entschieden haben, die lokalen Spezialitäten zu probieren. Sie wurden uns wärmstens empfohlen. Ja, ich habe schon viel Gutes über dieses Restaurant gehört. Und ich wurde nicht enttäuscht. Die Gewürze sind so intensiv. Sie verleihen jedem Gericht eine besondere Note. Da stimme ich vollkommen zu. Es ist eine wahre Geschmackssymphonie auf meinem Teller. Und die Präsentation ist exquisit. Es sieht fast zu schön zum Essen aus. Tatsächlich habe ich fast ein schlechtes Gewissen, als ich mich daran mache. Fast
Ich frage mich, was die Geheimzutat ist. Es schmeckt außergewöhnlich. Vielleicht ist es die magische Gabe des Küchenchefs. Sie beherrschen ihr Handwerk zweifellos meisterhaft. Sollen wir nach dem Rezept fragen? Das ist eine hervorragende Idee, wenn Sie doch nur Ihre Geheimnisse preisgeben würden. Stell dir vor, ich würde das zu Hause kochen. Ich würde mich wie ein Koch fühlen. Du würdest deine Freunde ganz sicher beeindrucken. Sie wären neidisch. Und ich könnte all die Komplimente genießen. Das klingt wunderbar. Und vergessen wir nicht die Dessertkarte. Oh, ich bin schon ganz aufgeregt. Was meinst du, was wir bestellen sollten? Ich habe gehört, dass man den Schokoladenlavakuchen unbedingt probieren muss. Das klingt himmlisch. Ich kann mir schon vorstellen, wie reichhaltig das sein wird. Wir dürfen nicht zögern. Wir müssen es sofort bestellen. Ich werde den Kellner herbeiwinken. Wir werden uns etwas Süßes gönnen. Perfekt. Dieses Essen war ein wahrer Genuss für unseren Gaumen. Da stimme ich zu. Wenn doch nur jede Mahlzeit so unvergesslich sein könnte. Vielleicht kann es das, wenn wir weiterhin gemeinsam die Lokalküche erkunden. Ja, auf viele weitere kulinarische Abenteuer. Lektion 9. Kulinarische Abenteuer. Ich überlege, Spaghetti zum Abendessen zu machen. Das klingt lecker, nicht wahr? Das stimmt absolut. Spaghetti sind immer eine köstliche Wahl. Ausgezeichnet. Hättest du Lust, zum Abendessen vorbeizukommen? Sehr gerne. Brauchst du Hilfe beim Kochen? Ja, bitte. Kochen macht in Gesellschaft mehr Spaß. Da stimme ich zu. Außerdem habe ich noch ein paar geheime Zutaten, die ich hinzufügen möchte. Oh, jetzt bin ich aber neugierig. Was sind das denn? Ich habe frisches Basilikum und einen besonderen Käse. Das wird den Geschmack verfeinern. Das klingt wunderbar. Frische Kräuter machen immer einen Unterschied. In der Tat. Und welche Soße möchten Sie verwenden? Ich dachte an eine klassische Marinara Sauce. Die passt hervorragend zu den Spaghetti. Ein echter Klassiker. Wollen wir ihn von Grund auf selbst machen? Absolut. Es wird viel besser schmecken als die gekaufte Variante. Ich kann es kaum erwarten, Knoblauch zu hacken. Er verleiht der Soße so viel Geschmackstiefe. Und vergesst die Zwiebeln nicht. Sie sind für den Geschmack unerlässlich. Ja, vielleicht sollten wir eine große Portion zubereiten, damit wir Reste haben. Tolle Idee. Spaghetti schmecken auch am nächsten Tag noch köstlich. Außerdem können wir ein paar Freunde einladen, sich uns anzuschließen. Das ist ein fantastischer Gedanke. Je mehr, desto besser. Ich kann auch einen Salat zubereiten. Das würde die Mahlzeit gut abrunden. Perfekt. Ein frischer Salat passt hervorragend zu Spaghetti. Ich bringe auch etwas Nachtisch mit. Hättest du lieber Kuchen oder Kekse? Oh, wie wäre es mit Keksen? Die kommen immer gut an.
Es gibt Kekse. Das Abendessen wird fantastisch. Da stimme ich zu. Ich freue mich schon auf unser gemeinsames kulinarisches Abenteuer. Tja, lasst uns einen Termin für unser Spaghetti-Fest mal festlegen. Wie wäre es mit Samstagabend? Hasst Ihnen das? Lektion 10 von Abenteuern träumen. Ich kann dieses Abenteuer kaum erwarten. Es wird unvergesslich werden. Tja, wir sollten unser Traumreiseziel bald recherchieren und festlegen. Was sind die Top-Orte auf Ihrer Liste? Ich habe schon immer davon geträumt, die Strände Thailands zu besuchen. Tö, Ich würde sehr gerne die antiken Ruinen in Italien erkunden. das klingt faszinierend. Beide Optionen würden großartige Erlebnisse bieten. Vielleicht können wir das Beste aus beiden Welten vereinen. Das ist eine faszinierende Idee. Eine Reise, die zwei Dinge in einem vereint, könnte fantastisch sein. Stellen Sie sich vor, Sie besuchen das Kolosseum und entspannen anschließend an einem Strand. Es wäre die perfekte Balance zwischen Kultur und Entspannung. Wir müssen die Flugoptionen für beide Orte prüfen. Auf jeden Fall. Wir müssen sicherstellen, dass sie in unseren Zeitplan passen. Wie sieht es mit der Unterkunft aus? Sollten wir nach außergewöhnlichen Übernachtungsmöglichkeiten suchen? Wer eine Villa in Italien oder ein Bungalow in Thailand klingt herrlich. Ich kann mir schon vorstellen, wie wir am Wasser Cocktails schlürfen. Das wäre herrlich. Lasst uns auch die lokale Küche erkunden. Essen ist ein wesentlicher Bestandteil jeder Reiseerfahrung. Einverstanden. Ich kann es kaum erwarten, authentische italienische Pasta zu probieren. Und das Probieren der köstlichen thailändischen Straßenküche ist ein absolutes Muss. Wir sollten auch lokale Aktivitäten in unsere Reiseroute aufnehmen. Ja, vielleicht ein Kochkurs, um traditionelle Rezepte zu lernen. Das ist eine hervorragende Idee. Das wird uns bleibende Erinnerungen bescheren. Mit jedem Detail, das wir finalisieren, steigt meine Begeisterung. Tja, dieses Abenteuer wird mit Sicherheit in die Geschichte eingehen. Lasst uns eine Frist für unsere endgültigen Entscheidungen festlegen. Ruf, je eher wir uns festlegen, desto eher können wir mit der Planung beginnen. Auf dass unser Traumabenteuer Wirklichkeit wird. Lektion 11: Das richtige Auto auswählen. Ja, wir haben noch ein paar Autos übrig. Ich frage mich, welche Möglichkeiten wir haben. Welche Größe und welchen Typ wünschen Sie für unsere Reise? Ich brauche ein kleines Auto, das leicht zu fahren und zu parken ist. Das klingt praktikabel. Wie sieht es mit dem Kraftstoffverbrauch aus? Guter Punkt. Ich bevorzuge ein Auto, das uns Benzinkosten spart. Sollten wir prüfen, ob Sie hybride Optionen anbieten? Absolut. Das wäre auch umweltfreundlich. Ich schätze diesen Gedanken. Und wie sieht es mit dem Komfort aus? Ich hätte gerne etwas mit genügend Platz auch für Gepäck. Wir müssen unsere gesamte Ausrüstung hineinbekommen. Was passiert, wenn wir auf unerwartete Snacks während der Autofahrt stoßen?
Diese Snacks verdienen einen eigenen Platz. Es scheint, als gäbe es viel zu bedenken, nicht wahr? In der Tat. Vielleicht sollten wir den Mitarbeiter um Empfehlungen bitten. Ausgezeichnete Idee. Lass uns herausfinden, welche Modelle verfügbar sind. Ich hoffe, Sie haben etwas mit Schiebedach. Was meinst du? Das wäre herrlich. Ein bisschen frische Luft macht die Reise immer schöner. Außerdem können wir während der Fahrt die Landschaft genießen. Ja, letztendlich geht es doch um das Erlebnis. Wollen wir auch eine Probefahrt machen? Ich möchte mich nicht festlegen, ohne es vorher ausprobiert zu haben. Eine kluge Entscheidung. Mal sehen, wie es sich auf der Straße anfühlt. Auf die Suche nach dem perfekten Auto für unser Abenteuer. Lektion 12: Die Kunst der Getränkherstellung. Ich finde es faszinierend, wie Bier und Spirituosen über Hunderte von Jahren entwickelt wurden. In der Tat, der Prozess erfordert wissenschaftliche Präzision und künstlerisches Geschick. Absolut. Es ist wie ein feiner Tanz zwischen Tradition und Innovation. Was mich am meisten fasziniert, ist die Komplexität der Aromen, die sie erzeugen können. Ja, unterschiedliche Zutaten verändern den Geschmack erheblich. Haben Sie schon einmal ein Kraftbier mit Aromen wie Schokolade oder Kaffee probiert? Ja, habe ich. Es war überraschend schön und ganz anders, als ich erwartet hatte. Es ist erstaunlich, was Kreativität beim Brauen bewirken kann. Und die Herstellung von Spirituosen ist noch einmal eine ganz andere Herausforderung. In der Tat, jeder einzelne Schritt im Prozess muss perfekt ausgeführt werden. Es ist vergleichbar mit dem Dirigieren eines Orchesters, bei dem jedes Instrument wichtig ist. Dem kann ich nur voll und ganz zustimmen. Eine kleine Änderung kann völlig andere Ergebnisse bewirken. Und die Wissenschaft hinter der Fermentation, sie ist wirklich bemerkenswert. Da Hefe spielt eine so entscheidende Rolle bei der Umwandlung von Zucker in Alkohol. Und dieser Gärungsprozess kann Tage oder sogar Wochen dauern. Geduld ist unerlässlich. Gut Ding will Weile haben, schließlich kommt Gutes zu denen, die warten. Haben Sie schon einmal eine Brauerei oder Destillerie besucht? Ja, das habe ich. Es war aufschlussreich, den Prozess in Aktion zu sehen. Ich hoffe, bald einmal eine besuchen zu können. Eine Verkostung wäre ein Traum. Das klingt nach einem wunderbaren Plan. Wir sollten ihn in die Tat umsetzen. Vielleicht können wir lernen, die Nuancen jedes einzelnen Getränks zu schätzen. Da, das würde unseren Genuss dieser sorgfältig zubereiteten Getränke noch steigern. Lasst uns diese faszinierende Welt des Brauens gemeinsam weiter erkunden. Ich freue mich auf unser Abenteuer in der Welt des Bieres und der Spirituosen. Auf viele genussvolle Erlebnisse voller Wissenschaft und Geschmack. Lektion 13: Gesundheit ist wichtig. Ich muss sagen, mir geht es jetzt viel besser. Es hat sich wirklich positiv auf meine Gesundheit ausgewirkt. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Ich schlafe besser, aber mehr Energie und meine Stimmung hat sich deutlich verbessert. Das ist ja wunderbar. Welche Änderungen haben Sie vorgenommen?
Ich begann, mehr Vollwertkost zu essen und regelmäßig Sport zu treiben. Ich habe das Gleiche gemacht. Es ist erstaunlich, wie schnell der Körper reagiert. Ja, früher fühlte ich mich ständig schlapp. Jetzt fühle ich mich voller Energie. Es ist, als ob ein Schalter umgelegt worden wäre. Ich habe viel mehr Motivation für meine täglichen Aufgaben. Psuf. Ich freue mich jetzt auf mein morgendliches Training. Wer hätte gedacht, dass wir zu Fitnessbegeisterten werden würden? Das ist echt witzig. Wisst ihr noch, als wir Serien am liebsten in einem Rutsch geschaut haben? Ah, ja. Jetzt verbringen wir unsere Abende stattdessen mit Yoga. Und ich liebe es. Haben Sie noch andere Vorteile bemerkt? Absolut. Meine Konzentrationsfähigkeit bei der Arbeit hat sich verbessert. Das ist fantastisch. Gesunde Gewohnheiten machen wirklich einen Unterschied. Und wie sieht es mit deinem Kochstil aus? Hat sich der auch verändert? Psuf. Ich habe mit neuen Rezepten experimentiert. Ich würde sehr gerne welche probieren. Was ist dein bisheriges Lieblingsgericht? Ich habe einen Quinoa-Salat mit geröstetem Gemüse zubereitet. Er war köstlich. Das klingt köstlich. Du musst mir unbedingt das Rezept verraten. Das werde ich. Es ist nahrhaft und einfach zuzubereiten. Ich schätze einfache Rezepte. Das macht Kochen zum Vergnügen. Ja, und es hält unsere Begeisterung für gesunde Ernährung aufrecht. Sollen wir einen gemeinsamen Kochabend veranstalten? Das ist eine hervorragende Idee. Wir können Rezepte und Tipps austauschen. Ich bringe die Zutaten für meinen Lieblingssmoothie mit. Perfekt. Ich werde meinen Quinoa-Salat wieder zubereiten. Das wird ein vergnüglicher und genussvoller Abend. Ich freue mich schon darauf. Gesundheit schmeckt gut. In der Tat, auf unsere Gesundheitsreise und köstliche Entdeckungen. Lektion 14. Ernährungsgrundlagen. Es ist schön, eine Mahlzeit aus Obst und Gemüse zu sich zu nehmen. Dem kann ich nur zustimmen. Sie sind vollgepackt mit essentiellen Vitaminen und Mineralstoffen. Ja, der Verzehr von Getreide und magerem Fleisch ist ebenfalls wichtig für eine gute Gesundheit. In der Tat, diese Lebensmittel liefern uns die notwendige Energie, die wir täglich benötigen. Ich höre oft, dass Menschen, deren Ernährung reich an diesen Lebensmitteln ist, sich tendenziell energiegeladener fühlen. Besuch. Eine ausgewogene Ernährung trägt wesentlich zu unserem allgemeinen Wohlbefinden bei. Was ist deine Lieblingsfrucht? Meine wären Beeren. Beeren sind köstlich. Ich liebe Mangos, sie sind so süß und saftig. Das kann ich mir vorstellen. Und wie sieht es mit Gemüse aus? Hast du ein Lieblingsgemüse? Ich liebe Spinat. Er ist so vielseitig. Man kann ihn fast jedem Gericht hinzufügen. Das stimmt. Spinat ist außerdem reich an Eisen und anderen Nährstoffen. Ja, es ist immer gut, nährstoffreiche Lebensmittel zu wählen.
Und es ist wichtig, verarbeitete Lebensmittel einzuschränken, richtig? Ja, diese Produkte enthalten oft nicht die Nährstoffe, die wir für eine optimale Gesundheit benötigen. Apropos, ich habe gelesen, dass bunte Teller auf eine gesunde Mahlzeit hindeuten können. Tja, je mehr Farben, desto mehr Nährstoffe. Es ist wie ein Regenbogen auf Ihrem Teller. Diese Herangehensweise gefällt mir. So macht gesundes Essen mehr Spaß. Das stimmt. Und gemeinsames Kochen macht es noch schöner. Wollen wir demnächst einen gemeinsamen Kochtag mit gesunder Küche planen? Oh, das wäre toll. Wir könnten mit neuen Rezepten experimentieren. Lasst uns verschiedene Zutaten verwenden. Das wird ein Abenteuer. Ich kann es kaum erwarten, in der Küche kreativ zu werden. Auf leckere, gesunde Mahlzeiten und gute Gesundheit.